Krass, 203 PS, 462 Newtonmeter Höherlegungsfahrwerk mit drin, Twin Monotube Project Felgen drauf, kommt aus Tschechien, ist ein Pössl drunter, kann man aber nicht mehr sehen. Die Tschechen haben echt einen Knall, oder? Die Jungs sind richtig verrückt, ja, ein richtig geiles Auto hingestellt. Ja, 203 PS, ich weiß gar nicht, ob das zulässig ist hier in Deutschland, hat auf jeden Fall ein tschechisches Kennzeichen, 8AE, also es kommen nicht nur irgendwelche LKWs aus Tschechien, sondern es kommen auch richtig geile Ducatos. Wir sind in Hauenstein, das liegt in der Pfalz, eine alte Schuhstadt und die Tschechen sind 1200 Kilometer gefahren, um das Auto zu zeigen und es lohnt sich, glaube ich, oder? Auf jeden Fall, wir haben hier richtig was dran verändert und ist eine richtig schöne Gesamtkomposition von Auto geworden, finde ich. Ja, Sie fahren es mal weg. What is your name? My name is Jan, hello. Jan, I already told you before, are you crazy? 203 PS in a Pössl. It's just enough for this car, I suppose. Okay. So you drive the car down there. Also, you changed some other things, like you changed the motor, you changed also the bumpers. We've changed the suspension and the engine is just a chip tuning, just a software. Just the software? Yeah, just a software change. And this is the dealer where you deal with in Czech? Yes, this is Martin, who is responsible for this whole changeover of this car. Martin, you are coming from Prague. Yes, we are coming from Czech Republic. 1,200 kilometers here to the west part of Germany. How was the ride? It was invitation from Florian, so we cannot deny it, and the drive was pretty okay. We did enjoy it and we are here. Er hat gesagt, es wäre halt ziemlich cool. When there is someone who wants to overtake you on the Autobahn and then you just give a little bit gas, how do they look? I don't know, because he disappeared in the mirror. Okay, hat er also gesagt, wenn er mal ein bisschen Gas gibt, wie sieht das aus? Aber ich bin ja echt gespannt, ja. Ich müsste die Kiste fast mal selber fahren, du müsst dann die Kamera halten. 204 PS, wir sind in Hauenstein, das ist wirklich am Ende der Welt hier in der Pfalz und ihr habt viele Straßen mit vielen Kurven. Ja, genau. Wir sind hier sehr, sehr ländlich, mitten im Wald und dann können wir das Auto mal Probe fahren. Okay, wenn du Ihnen mal kurz die Anweisung gibst, soll mal runterfahren. Wir stellen Ihnen vor ein 50er-Jahre-Gebäude. Ihr habt ein ganz stilvolles Gebäude nachgebaut. Das ist nagelneu. Ihr habt es im Stil der 50er Jahre wieder nachgebaut. So ist es, weil uns der Style einfach sehr gut gefällt und das passt sehr gut. Ja, Hauenstein war mal eine alte Schuhstadt und ihr seid bei Twin Monotube Project. Vielleicht noch mal ganz kurz, ihr macht solche Sachen hier. Ihr macht zum Beispiel diese tollen Felgen, die man sieht, wo man gar nicht denkt, dass sie aus der Pfalz kommen. Genau, ja. Das Design ist von Twin Monotube Projekt. Sehr, sehr beliebtes Design. Funktional, auch mit dem Außenring außen, der abnehmbar ist. Ach so, der hat eine Funktion. Ganz genau, ja. Also ist Schmiedealuminium, also richtig stabil. Ein Kunde ist damit mit 80 schon gegen den Bordstein gefahren, einfach den Ring ausgetauscht, die Felge hatte nichts und das Design von der Felge ist richtig cool, also richtig maskulin, aussagekräftig. Ich finde es sehr, sehr geil und passt super zu dem Auto in meinen Augen. Okay, please drive the car down. What is the weight now from the car? It is similar to how it was before. Maybe a few kilo more because of the rims. How much about? 3 tons? 3 tons Around Ja, 3 tons. also ungefähr 3 Tonnen wiegt der Haufen und dann werden wir ihn gleich mal fahren, denn ich bin mal echt gespannt. The length is 6,40 Meter. Yeah, no, 599. 599. Okay, 599. Noch ein Aufsteller drauf. Okay, please go. Ich mach mal schnell, wenn du mal Katze lieb bist, meine Tür mal zumachst. Vom Mentor. Es ist so crazy. Aber du sagst, das Fahrwerk, das verändert alles, oder? Das ist brutal, ja. Also wir haben auch gerade mit Jan gesprochen und er sagt, es ist ein komplett neues Fahrwerk. Also was die Sicherheit angeht, was den Komfort angeht. Er ist ja auch auf der Autobahn gefahren mit 150, 160 und er sagt, er fliegt einfach so dahin und ist richtig, richtig zufrieden, was natürlich ein schönes Feedback für uns ist. Da sieht man jetzt auch die Stoßdämpfer, wie sie arbeiten und dadurch, dass wir Federn von Eibach drin haben und die aktiven Dämpfer von Kone, ist es und die aufeinander abgestimmt sind, die lassen wir immer exklusiv für uns entwickeln und dann harmonieren die extrem gut miteinander. Die Dämpfer sind aktive Dämpfer, das heißt, da ist ein zusätzliches Ölventil mit drin und der Dämpfer schaltet automatisch um. Bei kleinen harten Schlägen wird er härter
Und bei größeren Unebenheiten und Schlaglöchern wird der weicher, um immer den besten Bodenkontakt und die beste Sicherheit zu vermitteln. If you just can steer to the right side, this would be very nice, so I can see the suspension a little bit better. Ist das gut, wie ich Englisch spreche, ja? Dein Englisch ist ausgezeichnet, Sven. Ich liebe das. Ich als Halbamerikaner muss ja gucken, dass ich akzentfrei spreche, Deutsch. Das ist... Yes, I appreciate this, because then I can see the bumper a little bit better. So, there is nothing mehr original in this car. Da ist nichts mehr original. Unten, genau, also die Jungs haben das so über die Zeit, haben sie es verändert. Erst haben sie von 140 PS auf 203 PS hochgetunt. Dann haben sie das Fahrwerk ausgetauscht. Hier das Komplettfahrwerk von Twin Monotube Projekt für den Ducato mit den aktiven Dämpfern und den Eibach-Federn. In dem Zuge haben sie dann auch außen die coole Beklebung gemacht. Und als letzten Schritt dann noch die Felgen von Twin Monotube Projekt, sodass es jetzt richtig stimmig ist. Weil Jan sagte halt auch, wenn der Wagen so original kommt, dann liegt er auf den Anschlagspuffern auf und gibt halt keine Sicherheit mehr. Hat jetzt gar nichts mit dem Tuning an sich zu tun, aber ist auch einfach ein Sicherheitsaspekt, dass die Fahrwerke für diese schweren Autos nicht gemacht sind, weil da einfach zu viel Angriffsfläche für Seitenwind dann ist. Und das Fahrwerk nimmt das super raus und fährt sich jetzt wie ein PKW. Fährt sich wie ein PKW. Fährt sich wie ein PKW. So ein SUV, so ein großer. So ein Edel-SUV. Ganz genau, ganz genau. Also eine super Straßenlage mittlerweile. Jan ist super begeistert. Vorhin hat er erzählt, dass er gefahren ist und er hat Martin gefragt, ist das noch das gleiche Auto oder hast du mir hier ein anderes Auto gegeben? Nochmal, wenn ich das haben will, das kann ich als Endkunde genau dieses Setup kriegen. Also ich kann diesen Dämpfer, wir werden ja gleich Probe fahren, die haben den ja in Tschechien bei euch bestellt und du kannst mir eine Liste machen und da können wir das in die Videobeschreibung reinschreiben, der Dämpfer, der Reifen und so weiter. Das kann ich mit jedem Ducato machen. Es ist noch einfacher. Es ist ein Komplettfahrwerk und du nimmst einfach das Fahrwerk und über den Händler können wir dann den Dämpfer hinten bestimmen, weil da gibt es 2 unterschiedliche Längen, aber das ist kein Problem. Das schlüsseln wir auf, wenn du das anfragst. Und dann kriegst du von uns das Komplettfahrwerk und die Räder dazu und genau, können wir so bestellen. So, und dann fahre ich nach Prag. Oder wie? Nach Prag brauchst du nicht. Martin ist unser Exklusivhändler in Prag, aber wir haben in Deutschland ganz, ganz viele super Einbaupartner, die dir das verkaufen oder auch Werkstätten, wenn du eine Werkstatt deines Vertrauens hast und dann können die bei uns bestellen. Wir sind reiner Großhändler, aber wir haben Vertriebspartner auf der Homepage und wie gesagt, wenn du eine gute Werkstatt hast und dann fragst du das da an und dann können wir das denen verkaufen und die machen dir ein schönes Angebot. Did you see already the new silver foil that is made from Oracle? There is a silver foil you can print on and then everything is in silver sparkling. Well, I think that this is a bit better. Yeah, I know. Er hat gesagt, seins ist sowieso besser, egal, ob ich ihm hier mit einer Silberfolie oder so irgendwas komme. I like the design. It's very auffällig. It's very, was war das auffällig? Remarkable. Remarkable. Yeah, it's really nice, and those trees, I think they are corresponding with the rims and with the adventure and with the countryside. So it's really cool. Ja, hat gesagt, also dass er Mountainbiker ist, aber auch mit Gleitschirmen runterfliegt und auch Boulderer ist und auch Tiefseetaucher. Und deswegen braucht er hier so ein Design, was also extrem an Adventure erinnert. Aber das Design ist wirklich geil geworden, ne? Das haben sie auch individuell gemacht. Also Jan ist ja so ein kreativer Kopf. Und den Wald, den sie hier seitlich haben und oben das BSR, das haben sie wirklich für dieses Auto speziell entwickelt. Das haben sie richtig gut gemacht. Da haben sie sich richtig was einfallen lassen. Auch hier an der Seite diese kleinen Details, ja, dass man hier dieses Muster da drüben in Weiß wieder sieht. Da haben sie sich schon richtig was einfallen lassen. Auch diese roten kleinen Auffälligkeiten, die sie da drin haben, das passt schon sehr, sehr gut, finde ich sehr geil. Okay, here you see the modification of the power. This is exactly how looks the device with which every customer can tune his car his own via OBD socket. Er hat gesagt, also das ist das Ding, mit dem sie das Ding unzulässig machen. Did you go to the TÜV afterwards? Yes, we were trying to. Er hat's versucht, zum TÜV zu fahren danach. Yes, and then? Yeah, and the car with this power has
The emission test was correct exactly as with the original settings. How much did you pay for it? That the emission test is correct. Me personally, nothing. But the BSR company is based in Sweden, and they So they made the modification. yes, exactly. Okay. They are developing the tuning kits, and we are distributor for Czech Republic and Slovakia for the BSR. Er hat gesagt, wenn man genug Schmiergeld zahlt, dann kriegt man es sogar eingetragen. Aber er hat noch was anderes gesagt. Die kommen tatsächlich aus Schweden, haben das Ganze auch entwickelt und es gibt ein 203 PS Chip-Tuning-Paket für dieses Auto, das man in Deutschland, in Europa auch eingetragen kriegt. Das ist doch pervers, oder? Das ist schon richtig verrückt, aber ziemlich cool. Übernehme ich aber keine Verantwortung dafür. Is this a manual gear inside gearbox? Yes, manual gearbox standard. Okay, also eine Standard Handschaltung mit drin. 6 gears. 6 gears, yes. Okay, very good. So we look at the car from the front and then we make a test drive, okay? Yes, we are ready. If you want. You are ready, I'm ready and I like the one for, guck mal hier, die 140 PS hier noch drauf gelassen hat, ist das lächerlich eigentlich, oder? Du bist auf der Autobahn. Is it always the same motor that they are using here from Fiat? Yeah. 120 and 140 horsepower is exactly the same engine, and 160 and 180 is a little bit modified, but those modification has nothing to do with to get more power from that engine, because we are limited with the clutch. Clutch does not allow to get more torque on it. When the car is with automatic transmission, we can put around 500 Newton meters on it. So it's about 30 Newton meters more. It's a 2.3 engine. Yes. Also nochmal, ich muss das irgendwie zusammenkriegen. Er hat gemeint, also der Motor ist sowieso immer derselbe. Die haben ein paar Modifikationen reingemacht, dass die Kupplung nicht verbrennt. 550 Newtonmeter kriegen die hin mit dem Automatikgetriebe. Ich glaube, die haben den auch nur eingetragen bekommen, weil sie die 140 seitlich draufgelassen haben. Die haben dem TÜV nicht gesagt, was drin ist. Das Fahrwerk allerdings ist eingetragen, da kriegen wir keine Probleme. So, auf jeden Fall, ich glaube sogar, dass die Modifikation, also, wenn ihr, if you want to have a modification to 203 horsepowers, then I can come to Prague to you or I go to another BSR dealer. You can go to anywhere where is BSR dealer, but you can also order it on internet, on the website, and we will send you tuning kit including the PPC unit, which you can use for reprogramming the car via OBD socket yourself. So you don't have to go anywhere and you can tune it in your garage and then you can enjoy it. So you want me to send money to Czech, to Prague? Or you can send it to German distributor. German is okay, but Czech, I don't trust. Is You it? don't trust Czech? Oh, so Not. I'm leaving. Bye bye. No. Stay here. No, I'm just a bit curious. A lot of people come from whole Europe to you to make this. Is it correct? Basically, we are for Czech Republic, Slovakia, and sometimes few customers from Austria, few customers from Germany, few customers from Poland, but not whole Europe. I was never in Czech, so I cannot say something about your country is neither bad or good or something like this. I only know that people don't know too much about Czech, so you have to go there. Prague is a very nice town. Ist eine ganz schöne Stadt, oder? Yeah, I can promise you that you will like Prague because it is really old city. And the last weekend in October there is big Prague Car Festival when you will see nice cars, including this one, and you will enjoy the show. Er hat gesagt, ich soll nach Prag kommen. Ende Oktober ist ein großes Festival und da sehen wir auch das Auto hier. Okay, let's make a drive. Is your colleague there? Yeah, he is. He's phoning. Yeah, he is complaining. His wife is complaining. No. He has a phone from company, and so he has now be around 30 minutes on the phone. But we can try. There's no problem. Did you change some things inside also? Hast du was drinnen verändert? Inside, This is furniture. This is not my car, so I So cannot we explain look it inside to you, but because he is you can do calling. it yourself because you are the expert, you know. So ganz wichtig, wenn man in der Tschechischen Republik ist, braucht man hier das Zusatzschloss. Ich zeig's mal gerade. Nee, stimmt nicht. Das brauchen wir in ganz Europa, insbesondere in Frankreich, wo ich wohne. So it's the original car almost. Inside it is original, yes. The only what is extra, I think, is the roof, which you can put up, and there are two sleeping positions, two sleeping places for two people. Mhm. Sag mal, Ceva Rollen Abrollhalterung.
Wie bitte? Zewa-Rollen-Abrollhalterung. Ceva, Rolle. Und die letzte? Abrollhalterung. Abroll. Nee, Abroll. Abroll. Halterung. Halterung. Okay, you know in German you have words that are combined. you can make out of 5 words, you can make 1 word. In this one. No, it's always like this. If you say, for instance, Rennwagen, a sports car, in English you have 2 words, in German you only have 1. But you can say... It's hard to pronounce it. yeah, I know, but it's really hard also to pronounce your words here. What is written there? Specialista na tuning obytných vozů. And in English it means specialist for tuning of motorhomes. And in German it is Spezialisten für Tuning Wohnwagen. Nein, das ist Wohnmobil-Tuning-Spezialist, das ist ein Wort. Okay, dann. Okay, let's go inside. Dann gucken wir uns anschließend nochmal das Auto an, also was da drauf ist. Das heißt, ich kriege genau das Kit von Twin Monotype. Ich war auf der Abenteuer Allrad, überall eure Felgen. Sehr schön, das freut mich. Also nochmal, hier ist alles eingetragen. Ich behaupte sogar, dass die Leistungssteigerung, die kriegt man auch irgendwie eingetragen, oder? Mit Sicherheit, ja. Da müssen wir, das kann uns Martin organisieren. Aber wie gesagt, Fahrwerk ist getüft, wir haben Teilegutachten für alle Teile. Die Felgen sind speziell entwickelt für das Auto, für jedes Auto, was wir anbieten, haben wir auch Teilegutachten, da kriegen wir überhaupt keine Probleme. Da sind wir immer, bieten dem Kunden immer ein rundum sorglos Paket. He is a dealer for Pössl? No. He works in a consulting company, Jan, and his hobby is to share with people everything what goes with this type of motorhomes. But he is more based on the technical stuffs which you can buy, fridge, suspension, inside some holders and so on. So you can find his work is on this under this website, and Jan also has the Facebook, YouTube and Instagram profile. When you type those words, so you will find him. Also du kannst mich ja korrigieren. Ich habe jetzt verstanden, er baut technisch Sachen um, Kühlschränke und so weiter, teilt sich mit anderen Leuten auf der Seite. Kommt das hin? Ja, fast. Also er hat einen YouTube-Kanal und heute Morgen haben wir ein Interview gemacht, da macht er Blogs. Er ist so ein kreativer Typ, der auch seine Erfahrungen teilt mit Leuten und da so einen Wissensaustausch hat, wie gesagt, über Facebook, YouTube, über seine Blogs. Genau, das ist so sein Hobby. Okay, he is ready? Because it's still phoning? He's still on phone. Okay, so We can talk with him maybe later if you. maybe later. So if you we like. drive now, okay? Yeah. Okay, wir steigen ein. Ich gehe mal auf die Beifahrerseite. Du hast selbst eine Rennausbildung, oder? Ich hab eine Rennausbildung, genau. Okay, dann fahr mal. Saugeil. So, jetzt gehen wir mal rein. Echt ohne Scheiß, das ist ein Pössl. Guckt euch das hier an. Da ist Pössl. And you come with us, please, because we need a little bit of weight in the back. So that is... Do I go to trunk or? No, just stay there because I have some... How much is the fuel consumption of the car now? I'm really surprised that even with the tuning kit, with the lift kit and with those bigger wheels, the consumption stays same. And now with this long distance highway drive, there is, I think, 9.5 liters per 100 kilometer. 9,4 Liter mit 203 PS und hat gemeint, es hat sich nichts geändert. Also trotz der Tieferlegung, allem drum und dran, Stoß, Fahrwerk und er ist leise. Das ist aber auch wirklich unsere Erfahrung, dass die Höherlegung, also hier haben wir eine Höherlegung drin, dass die Höherlegung nichts ändert, dass die Räder nichts ändern. Das ist immer so ein Trugschluss von den Kunden auch, die sagen, hey, wenn ich mir so schwere Räder drauf mache, dann braucht der Wagen viel, viel mehr. Ist nicht so. Das Einzige, was wirklich was an der Consumption, am Verbrauch ändert, ist das Profil vom Reifen. Also wenn ich da einen sehr, sehr grobstolligen Reifen drauf habe, dann ändert es was, aber Höherlegung und die Felgen ändern am Verbrauch. Warte, ich schnall mich mal an, weil das ist jetzt... Normal bin ich ja nie angeschnallt. Aber nee, doch immer. Aber jetzt... Braucht man in Frankreich auch nicht, ne? Doch, genauso. Ist sogar richtig teuer. Tja, ich habe ja beide Hände voll. So, jetzt geht's. So, wo fahren wir hin? Wir drehen jetzt mal eine Runde durch Hauenstein, würde ich sagen, und testen das Fahrwerk. Stimmt, da ist viel so hin und her. Da sind noch Baustellen und so. Linke Seite.
Okay. Handbremse links, wie beim Porsche. Ah ne, da ist der Zündschlüssel links. Aber fahren wir los. Ich bin echt mal gespannt. Und das Fahrwerk ist komplett aufeinander abgestimmt. Also hier ist nichts in Zufall. Genau, also wir lassen alles speziell entwickeln auf unsere Anforderungen hin. Und was man ja meistens hat in den Fahrzeugen, ist die Höherlegung über ein Luftfahrwerk. Das haben wir aber extra nicht gemacht. Also wir haben hier ein klassisches Fahrwerk mit einem, wie gesagt, Koni-Dämpfer, einem Aktivdämpfer und einer Eibach-Feder, also Coil. Und aus unserer Sicht ist das auch das Einzige, was Sinn macht, weil auf dem Luftfahrwerk hast du halt immer die Nick- und Wankbewegung und du schwimmst auf diesen Luftbalks rum. Und wie du jetzt schon merkst, liegt der Wagen wirklich ziemlich geil, muss ich sagen. Jetzt probieren wir den gleich nochmal. Was mir aufgefallen ist, eben als wir über den Bordstein kurz drüber gefahren sind, der hat nicht hin und her gewankt mehr. Das ist weg. Ganz genau, ja. Dafür haben wir es gemacht, dass er die Nick- und die Wankbewegung rausnimmt. Weil der schwimmt ja richtig, wenn er aus der Produktion kommt mit seinem originalen Fahrwerk. Ist auch echt ein Sicherheitsthema in meinen Augen. Weil die Fahrwerke, die Originalfahrwerke für die Masse, was die Fahrzeuge haben, die sind ja extrem schwer, sind die gar nicht ausgelegt und liegen dann schon auf den Anschlagspuffern an. Und das ist dann wirklich, die bringen die Sicherheit nicht auf die Straße und ist ein sehr, sehr unsicheres Fahren und das kriegst du mit dem Fahrwerk komplett raus. Das Fahrwerk alleine geht das auch? Also mit den Originalfelgen? Ist zwar ein bisschen, es würde gehen. Absolut. Also ist auch wirklich, empfehle ich auch wirklich jedem einfach nur aus dem Sicherheitsaspekt heraus. Vor allem, wenn man dann noch einen Umbau drin hat, der Wagen dann noch schwerer wird und dann hier jetzt auch bei den kleinen Bodenebenen, da merkst du, wie wir drüber fahren und gar nichts merken. Das heißt, der Dämpfer arbeitet unten und oben im Fahrerhaus kommt nichts an. Du kannst den Wagen fahren wie ein PKW. Das ist schon richtig cool. Ja, hier in Hauenstein sind die Straßen wirklich übel. Das ist aber bei uns im Saarland auch so. Aber krass, das bedeutet auch, dass der Aufbau weniger arbeitet. Das heißt, die ganzen Möbel, diese ganzen Knarzgeräusche durch das Fahrzeug werden ja auch ein bisschen weniger. Du hast hinten zum Beispiel, wir haben heute Morgen uns das Fahrzeug angeschaut, da haben wir hat er so eine Trennwand zwischen Toilette und Dusche, damit er umstellen kann. Und er sagt, das vibriert die ganze Zeit beim Fahren, normalerweise vorher. Und das ist extrem viel besser geworden jetzt durch das Fahrwerk, was er hier hat. Man hört es auch eigentlich gar nicht mehr. Er sagt, das war vorher super nervig. Außerdem sagt er, war vorher halt kein Fahrkomfort zu spüren. Und wo willst du hin? Ja, hier drehen wir einmal. Krass, kann man nicht mal hier über den... Ach, stimmt. So, wir fahren jetzt mal drüber und jetzt haben wir hier ein bisschen Feldweg. Ja, oder? Merkst du, wie komfortabel der sich fährt? Also richtig cool, trotz dem schweren Ausbau. Ich bin sehr begeistert, muss ich sagen. Sehr, sehr geil. Hier auch die kleinen Schlaglöcher, wo wir hier in der Fahrbahn haben, schluckt er sehr schön weg. Den hier rechts nehmen wir nicht mit. Was krass ist, er ist bis jetzt noch nicht durchgeschlagen, oder? Nee, absolut nicht. Wir haben hier eine Höherlegung von 40 mm drin mit den Federn und der schlägt so schnell nicht durch. Cool, 40 mm. Das heißt, du hast auch mehr aktive Sicherheit. Das Problem ist ja immer, was du hast, dass du diesen Federweg ja brauchst, auch zum Ausfedern. Und das ist das, was viele auch vergessen. Das heißt, der negative Federweg ist oft am Anschlag, oder? Ganz genau. Beim normalen Fahrwerk, also gerade wenn man es jetzt im Offroad-Bereich nutzt, wie wir es jetzt hier so ein bisschen nutzen, ist es extrem wichtig, dass du auch einen längeren Dämpfer hast, weil durch die Höherlegung wird der Dämpfer an den Anschlag gebracht und schlägt dann immer an den Anschlag an, was natürlich scheiße ist, weil der Dämpfer darunter leidet und dann früher oder später kaputt geht. Ja? Also wenn du eine Bodenfreiheit haben möchtest, brauchst du auf jeden Fall einen längeren Dämpfer. Deswegen haben wir unsere Dämpfer auch speziell von Koni entwickeln lassen, mit dem längeren Aushub, sodass der Dämpfer einwandfrei hier arbeiten kann. Is the tuning also available for Citroën and Peugeot? Yes. Yeah. Yes, we do. Also for Opel? Opel we didn't develop yet, but we have for Mercedes Sprinter, MAN TGE, Volkswagen Crafter, Volkswagen D5, D6, D61. Cool. Er hat's echt drauf, oder? Die Prag-Leute, ich krieg Angst. Wir haben nichts mehr zu melden, wir Deutschen, ja. Aber
Das ist so, du hast ja in jeder Stadt einen, aber das Wohnmobil-Tuning, das kommt doch jetzt erst hier in Deutschland. Das ist doch eine Geschichte, wo die meisten Leute sich zu Tode ärgern über Jahre hinweg über ihr schlechtes Fahrwerk. Dabei wissen die gar nicht, dass es Fahrwerke gibt für Fiat Ducato. Das heißt, du kannst sie nachbauen und viele Leute vertrauen da auch natürlich Händlern, die das ab und zu mal machen. Und das ist sehr gefährlich. Also wenn du das nicht wirklich drauf hast, kannst du ganz viel falsch machen. Das ist in der Tat so, ja. Also der Einbau ist sehr, sehr wichtig. Und man sollte da wirklich an eine Werkstatt gehen, die sich auskennt. Am besten zu einer Partnerwerkstatt von uns. Wir haben die auf der Homepage gelistet, die das schon ein paar Mal gemacht haben. Die wissen, wie man einbaut, die eine verspannte Montage berücksichtigen und eben nicht verspannt einbauen und so weiter und so fort. Sonst kann das Fahrwerk nicht arbeiten und funktioniert dann eben auch nicht so, wie wir es hier bei dem Auto sehen. Also normalerweise, ich hatte ja bis vor einigen Jahren überhaupt keine Ahnung, was ein Fahrwerk ist, ja. Und ich denke immer so, das Originalfahrwerk muss ja schon passen. Ist das denn, ich sag mal, absichtlich so schlecht oder tut das so in den meisten Fällen das, was es soll? Du, da müssten wir in der Tat mal bei den Italienern bei Ducato nachfragen, Fiat nachfragen, warum die das machen. Für mich ist es unerklärlich, wie man diese Fahrzeuge mit den Fahrwerken ausstatten kann, wie sie im Originalen ausgestattet sind, weil sie, wie gesagt, eben keine Sicherheit bieten, vom Fahrkomfort her ganz, ganz furchtbar sind. Und ich weiß es nicht, warum sie es machen. Ist mir ein großes Rätsel, aber deswegen haben wir ja unser Fahrwerk entwickelt. Wäre ja auch schlimm, wenn das so wäre. Da hättest du nichts mehr zu tun. Also wenn die das perfekte oder sie würden es bei dir bestellen, ab Werk anbieten. Gibt es ja schon mal so Kleinserien, dass sie so 30, 40 Stück. Hast du mal eine Strecke, wo wir mal aussteigen können, dass ich den mal von außen filmen kann mit den Wankbewegungen? Mal das schnelle Ausweichen ist ja oft ein Thema. Das heißt, du bist auf einmal gezwungen auszuweichen, weil ein Hindernis einfach auf der Straße plötzlich auftaucht. Ja, genau. Wenn das der Fall ist beim Originalfahrwerk und dann kommt er halt direkt aus der Spur oder verspringt hinten sogar auf der Straße, was extrem unsicher ist, dann, wir können es gleich mal testen, dann fahren wir hier auf eine Strecke, wo wir das mal zeigen, weil genau das wird rausgenommen, vor allem halt, wenn du das Fahrzeug höher legst und dann bringst du den Schwerpunkt ja nach oben, dadurch, dass der Schwerpunkt dann noch höher ist und dann hast du noch mal mehr Unsicherheit, wenn das Fahrwerk dafür nicht ausgelegt ist. Und mit unserem Fahrwerk, das genau dafür entwickelt ist, für diese Höherlegung, ist eben genau dem vorgebeugt. Und du kriegst dann trotz Höherlegung mehr Sicherheit und mehr Fahrkomfort. So, wir fahren nach Luque. Er sagt immer die Wahrheit, er wohnt in Luque. Ja, Luque-Betrug, sagt man hier in der Gegend. Echt? Stimmt aber nicht, oder? Die Luger sind nette. Nee, sind ganz nette Leute. Gibt sicherlich Ausnahmen wie überall, aber ansonsten sind die ganz okay. Sehr zu empfehlen in Hauenstein. Übrigens, wenn ihr mal hier seid, ist die Fleischerei in der Dorfmitte. Da habe ich letztes Mal die Rohesser gekauft. Ich hatte noch genau 5 € dabei und sie hatte mir 30 Cent geschenkt. Das ist doch noch hier am Dorf, oder? Das ist noch Dorfleben, genau. Ich bin froh, dass du es überlebt hast mit den Rohessern. Sonst hätten wir dich heute nicht mehr hier, das wäre ja furchtbar. So, jetzt typische Situation. Du kennst ja selber die Überlandfahrer Stadtbus. Die kennen ihre Strecken, die fahren mit so 14 Tonnen, fahren die wie Sau. Teilweise bis zu 100, weil sie es auch teilweise dürfen. Und die Wohnmobilfahrer, die fahren aber alle 60, weil sie irgendwie Bammel haben, dass das Fahrwerk das nicht hergibt, weil das uns aufschaukeln könnte, könnte wanken und so weiter. Und hier so typische Fahrten, Landstraße, das ist jetzt ein Traum. Das ist jetzt ein Traum, genau. Also was du halt auch hast, der Bremsweg. Ja, wenn du beim originalen Fahrwerk ist der Bremsweg extrem verlängert dadurch, dass das... Warum? Weil das Fahrwerk nicht die Kraft aufnimmt und das Fahrzeug dann praktisch in Fahrtrichtung drückt. Du hast dann die Nick- und die Wankbewegung, was dann deinen Bremsweg extrem verlängert. Und das ist auch wieder so ein Sicherheitsaspekt, wo man sich die Frage vorhin stellen kann, die du richtigerweise gestellt hast. Warum tun sie es? Ich weiß es nicht. Und das haben wir jetzt hier nicht mehr. Ja? Richtig komfortables, sicheres Fahren hier im Straßenverkehr. Also das Fahrwerk sind ja quasi die Schuhe, sind die Muskeln und die Sehnen des Autos. Und was nützt mir der schönste Aufbau? Ist das sehr teuer, so ein Fahrwerk? Wo fängt das denn an im VK? Was ungefähr?
Also wenn du es mit einem Luftfahrwerk vergleichst, sind wir hier richtig günstig und in meinen Augen funktioniert es wesentlich besser. Wir sind hier, also wir verkaufen ja immer an Dealer, das heißt an Fachwerkstätten und das Fahrwerk liegt bei 2.500 Euro netto. Okay, Einbau ungefähr ein Tausi. Ja, sowas. Sowas. So, wir tauschen mal. Du kriegst die Kamera. Das Kamerakind. Und ich fahre mal. Und ich bin mal jetzt echt gespannt, ob wir den seitwärts legen. So, richtig schön anziehen. Und genau, du gehst mal rein. Ich gehe mal auf den Fahrersitz. Und du darfst mich mal filmen. So, genau. Schneide ich mal an. Ich halte so lange noch fest. Dann, da bin ich. Und ich bin ein bisschen schräg. Warte mal, Joystick. Jetzt kannst du mal heben, was ich den ganzen Tag hier so mache für dich. So. Und du darfst das Mikro halten. Das ist ja jetzt auch Weltpremiere hier. Ich ziehe jetzt mal diesen. Sven mal vor der Kamera, eine ganz neue Geschichte. Jetzt bin ich mal gespannt. Das haben wir nicht geübt. We didn't try this first. It's not my second. Aber Führerschein hast du, Sven, oder? Ja, ich hab einen Führerschein, habe ich noch. Ja, Ist der auch gültig? der ist auch gültig. Ja. Ist Auch in Deutschland? in rosa ist es. Der läuft dieses Jahr ab zum 31. Nee, er läuft erst, ich glaube 33. Man muss ihn aber jetzt, glaube ich, umtauschen. Da ich aber in Frankreich wohne, weiß keiner so ganz genau Bescheid. So, was wir jetzt mal machen, pass auf, wir machen jetzt mal den. Das ist ja krass. Da ist niemand hinter uns. Das ist ja krass. Kannst du mal rausgehen? Geh mal raus und film das mal. Kannst du mich einmal Ja, abschneiden? ich schneide dich ab, warte. Bisschen überfordert, hab zu wenig Hände. Das ist ja krass. Warte mal, ich fahr mal ein paar Meter zurück. Ich guck mal ganz kurz auf der Rückfahrkamera. Da ist niemand. Ja. Wenn du das Mikro gibst, dann kann er, wenn ich schreie oder so. So. So, we drive a little bit back. Da kommt einer hinten. Dann fahren wir mal ganz kurz rüber. So, und fahren jetzt mal ein Stück zurück. Es gibt gar keine. Das ist total krass. Du hast gar keine Unebenheiten, die du mitkriegst. Ja, normalerweise schlägst du immer auf. Du hast immer so klack, 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 wenn du irgendwie drüber fährst. Musst ganz langsam fahren und du kannst hier mit der Kiste, hast du eben gesehen. Warte mal, ich fahr noch mal links und rechts rüber, ja, dass wir das einmal kurz sehen. So. Das ist richtig krass. Und wir fahren jetzt gerade hier wirklich, it's really rough here. The difference comparing to the original one is amazing. Die For us, it's important each part of the engine loaded.
Das ist vollkommen unglaublich. Du fährst hier, wenn es mal kurz bist, du fährst hier original, als wärst du auf einer ganz normalen Straße. Und das ist krass. Vielen Dank fürs Einschalten. So, großer Fahrtest. Da wir alle nicht fahren können, wir Deutschen, haben wir das jetzt mal anvertraut. What was your first name again? Martin. Martin. Wir fahren jetzt auf einer Landstraße. Hier darf man fahren 100 und auch mit dem hier bis 3,5 Tonnen. And if you want to try to drive this car as a normal car with the original suspension and the tires, this is impossible. It is possible, but you can feel that it is a commercial car and it is usually produced because of transport products and so on. I think that manufacturers don't care so much about the comfort in the car. So, es geht jetzt hier direkt mal in eine Rechtskurve rein. Do you feel safe always? No, drive straight, please. Straight and try to keep up with the other cars, okay? Okay. With this suspension, you can feel even the cornering. That it feels that you are driving smaller car as this one. And now we can try acceleration from 50 to 80. I have third gear and 50 on Tacho. So, wir machen 50 bis 80 Test und stopp. 90. 90 in knapp 4 Sekunden. This acceleration I think is 6.1 from 50 to 80. And in original is 10.5 seconds. It is in original and 6.1 it is with BSR settings. And this is exactly that acceleration which you need when some truck is going really slow on the road and you need to overtake him safely. Also hat gesagt, das ist genau die Beschleunigung zwischen 50 und 90, die du brauchst, wenn du auch mal einen Traktor oder irgendwas oder einen LKW überholen musst auf der Straße. Now we are inside a village. And then we turn to the left, please. Or to the right, Anweiler, because I know it's very curvy here. Okay, let's try it. Ja, das ist deine Heimat hier, ne? Ganz genau, hier bin ich aufgewachsen und die Straßen hier kenne ich sehr gut. Die sind sehr schmal und nicht immer ganz sicher. Aber mit dem Fahrzeug kriegen wir es gut hin. So, was haben wir gemacht? Einen Fiat Ducato zum normalen Auto konvertiert. Also weg vom Thema LKW oder Transporter. No more Transporter, more like a normal car. Like a sports car. No, not sports car. This is really not sports car. But now you feel more comfortable with the driving. If we are talking about the power, when you need it, you have it. Also the handling of the car, cornering of the car, and even if you drive on the highway, let's say 130 kilometers per hour, and there are always some bumps and some problems with the tarmac, you just go over it, and you hear that something is happening downstairs, but you do not feel it inside the car. Er hat gesagt, man kann sogar die Kurven richtig fühlen und man spürt, also das ganze Kurvenfahren ist wirklich so komfortabel. Man kriegt nicht mehr jeden Schlag mit. Du kannst dich sehr stark auf das Fahrwerk verlassen. Ganz genau, das Fahrwerk bringt die Sicherheit auf die Straße, die Dämpfer arbeiten zuverlässig, sodass du oben im Fahrerhaus eigentlich nichts merkst. Die Nick- und Wankbewegungen kommen raus, dass die Kurven richtig sauber und sicher genommen werden können. Im Originalfahrwerk musst du vor den Kurven immer abbremsen, da wäre die Geschwindigkeit jetzt hier auf der schmalen Landstraße gar nicht möglich. Krass, wir fahren jetzt gerade mit knapp 90 Tacho, das ist auch zulässig hier. And it always feels safe. Yeah, I have no problem. I feel confident. I trust to the car, and I know that the car will do what I need. So, und das ist jetzt so eine typische, jetzt muss man stark abbremsen und jetzt hast du auch den Bremsweg, den kurzen. Genau, jetzt ist der Bremsweg verkürzt, dadurch, dass das Fahrwerk schön mitarbeitet, die Sicherheit bietet, die Federn wirken dagegen. Wenn du ein normales Fahrwerk drin hättest, hätte jetzt das Fahrzeug geschoben, das Übergewicht hätte nach vorne gekippt und der Bremsweg wäre sehr viel länger gewesen. Okay, Brake. Brake. Oh. Really?
It works. Yes. Ah, es funktioniert. Ich habe extra geguckt, war niemand hinter uns. And to your right. And back again. So we... This way? Ja, this way. We go to Luke. Ah, hier die Straßen sind da toll zum Probieren, oder? Sehr, sehr gut. Ja. Sie sind halt wirklich sehr, sehr enge Landstraßen hier durch den Wald. Und für die Probefahrt ist es wirklich gut. Ist auch für mich sehr, sehr schön zu spüren, dass das Fahrwerk wirklich funktioniert, dass die Kombination funktioniert und dass es wirklich eine spürbare Änderung im Fahrkomfort ist, so wie Jan vorhin auch schon erklärt hat. Also driving straight is also a problem when you overtake cars or big trucks and then you get sucked by the car. Yeah, you start shaking. Yeah. Dann ist so, wenn man LKWs überholt, stopp! And to the left. Das ist krass, das geht. Du kannst einfach, wir sind hier in einem Pössl. Ja, genau. Also bin ich auch wirklich sehr, sehr begeistert gerade, wie geil es funktioniert und wie spontan sich das Fahrzeug hier lenken lässt. Wir testen es natürlich jetzt auch gerade unter Extrembedingungen, weil du hier natürlich auch einen Test nach dem nächsten aufrufst, Sven. Aber in der Praxis hat man diese Situation einfach. Da muss man reaktiv sein, man muss ausweichen können, man muss bremsen können. Okay, stopp! In der Kurve. So. Es war niemand hinter uns. Ja, there was no one. Ich habe extra geschaut. Also es war absolut niemand hinter uns. Okay. Go straight. And now, power. And this is a normal 140 horsepower machine. In original, yes. But now it has a little bit more. But only software tuning. Yeah, software tuning. Okay, 50. And reduce speed. It's so perfect. And it feels like you are doing normal. This is nothing you can be so focused on turning, cornering. It's normal how car behavior now. So, es fährt sich wie ein normales Auto und ich glaube, da wollen wir auch hin, oder? Das ist der Anspruch, das ist das Ziel, was wir uns gesetzt haben. Ich glaube auch hinten aus dem, das ist ja ein ausgebauter Pössl, das ist ja kein Kastenwagen. Das heißt, wir haben hier richtig Gewicht drin, wir haben ein Bett drin, wir haben Gasflasche drin, wir haben einen Wassertank drin. Ja. Und unter diesen Bedingungen so fahren zu können, das ist schon richtig Überleg cool. mal, die ganzen DPD-Fahrer und UPS-Fahrer und die könnten ja auch, haben die teilweise schon, oder, bei euch? Wir haben einige Handwerksbetriebe, die das eingesehen haben, gerade wenn sie stark beladen sind und selbst merken, dass es zum Sicherheitsrisiko wird. Die fragen bei uns nach den Fahrwerken an und bauen sich die Fahrwerke dann auch um. Genau. Sehr schön. Also, all das könnt ihr kriegen in Hauenstein. So, jetzt müssen wir noch eine Einstellung müssen wir noch drehen. We have to go to a place where I can film you a little bit curvy. Just lead me where to go. Ja. Just choose. Okay, accelerate. You can feel the power. Yeah. Now we have 100. So we are going a little bit downhill, so the acceleration can feel a little bit faster as it is on the straight road. But anyway, it is really fast. But there's only one problem. If you're driving that fast, then you have to think about the brakes because they get hot. And this is something which you can also make better, improve. We are thinking about it, and we plan to add it into our product range, some improved brakes, brake pads and brake discs. We do offer it for California or for Volkswagen T5, T6, T61, for Mercedes V-Class, but for Fiat Ducato not yet. But I think that we will add it very soon. Da hat aber einer Glück gehabt, dass die Kamera nicht auf ihm war. Weil das da wäre jetzt... I can catch him. Ja. So, wir holen jetzt mal den... Das habe ich noch nie gehabt. Dass du so schnell fahren kannst. Guck mal hier, die Kurve hier. Normalerweise, because normally you would brake
But here is not you don't have to. You don't have to with the suspension. You are really confident how it works. Even Okay, in stop. this higher speed, we are going 100, a little bit over, and you know, just you can trust it. Wow! Wow! Das ist wie eine Achterbahn hier. Oh! Das ist krank? Okay. And we have him. Ja, wir haben ihn eingeholt. Das gibt's doch nicht. Hast du das schon mal erlebt? Noch nie, also wirklich noch nie. Mit einem Pössl den The turn around. We have to turn around. Because das ist ja total krass. Wir haben wirklich, we catched up with a Audi who overtake us before. Yes. Yes. Overtook us before. Yeah, because we can trust to suspension, we can trust to the power, and the driving with the car is much more safety with that. Hast du gemerkt, er ist jetzt gerade hier einfach runtergefahren. Hier den Bordstein einfach so runter. Und du merkst es nicht. Du merkst gar nichts. Jetzt sind wir wieder auf dem Feldweg und genau, auch die Straße hier runter. Der Dämpfer arbeitet wirklich, wirklich zuverlässig. Freut mich richtig persönlich auch. Ah, gerade eben, das war krass. Aber wenn dich erstmal dran gewöhnt hast, oder? Muss ich sagen, war ich aber auch ein bisschen angespannt gerade. Also es war schon eine Extremsituation, obwohl das Fahrwerk wirklich die Sicherheit hergegeben hat, muss man sagen. Aber habe ich vorher noch nie probiert in einem Camper. Die Tschechen, ich sag's ja. Das ist cool. So, jetzt geht's auch noch mal einen Berg runter. Das heißt, du kannst viel mehr aus der Kiste rausholen, viel mehr Sicherheit. Genau, ich meine, wir testen jetzt die Extremsituationen, aber es gibt ja halt einfach mehr Komfort und viel, viel mehr Sicherheit. Auch wenn das Fahrzeug jetzt keine All-Terrain-Reifen drauf hat oder whatsoever. Es macht einfach Sinn, bei den Fahrzeugen die Sicherheit zu erhöhen, weil die normalen Fahrwerke einfach super unsicher sind, auf den Anschlagsdämpfern aufliegen, mit den Blattfedern kommen. Es könnte jetzt ein Reh könnte einfach reinspringen, weißt du? Und dann wäre das schon da, das Hindernis. Genau, kann immer passieren im Alltag. Aber auch auf der normalen Landstraße. Ne? Wir haben hier eine super kurvige Landstraße, sehr, sehr schmal, sehr, sehr eng. Und wir zirkeln hier ganz gemütlich, ohne diese Wankbewegung in der Kurve. Sehr, sehr sauber, sehr, sehr sicher, mit einem super Lenkansprechverhalten durch. Wir haben gar keine Wankbewegung. There is no shaking at all. No, it's like you are going exactly straight road with no bumping because everything what happened downstairs. It's not going into the car. Also alles, was passiert, ist im Fahrwerk drin. Und das macht, was es soll. Ja, die Ermüdung des Fahrwerks, das ist ja auch so ein Thema. Also viele Fahrwerke funktionieren am Anfang ganz gut. Warte, ich mach mal ein bisschen heller, dann sieht man dich. Und dann kommen die Federn irgendwie nach 7-8 Monaten setzen sich oder auch noch schneller, das hast du mir erzählt. Das Fahrwerk wird auf einmal ganz anders. Wie ist denn das bei euch? Genau, Feder ist nicht gleich Feder. Wir haben arbeiten hier mit Eibach zusammen. Die entwickeln uns die Federn und die Federn haben die Spezifikation, sich nicht zu setzen. Im Vergleich zu vielen, vielen Marktteilnehmern, die das eben nicht schaffen. Und dann macht es absolut keinen Sinn, eine Höherlegung einzubauen, wenn Left? sich die Feder setzt. Links? Genau, links, ja. Links, ja, to the left. So, jetzt geht's den Berg hoch. Und schon wieder Kurven ohne Ende. Okay, Power. Krass, wir fahren das Ding wie ein VW Golf GTI gerade. Wie einen normalen PKW. Fahrkomfort ist wirklich von der Kraft her und von der Sicherheit her wie ein PKW. Sehr, sehr cool. Es geht hier einen Berg hoch. It goes up the hill. Yes, and we have again 100 in few seconds, so it's really easy. It's not for racing, but it's very safety and enough power for overtaking, so you can safely overtake the slow car and go again, continue with your standard speed. Das ist vollkommen abartig.
Hast du gesehen? Das geht normal nicht. Richtig gut, ja. Warte mal. Ich komm mal raus. Ich muss das. Ja. Ist ja krass. Ich hoffe, dass der Ton noch drauf ist. Weil wir waren ein bisschen weit weg. Warte, ich hol's mal gerade. Der Ton ist noch drauf, ja. Hast du gesehen, wie der. Du hast ihm aber auch richtig gegeben, ne? Du hast ihn richtig ans Limit gebracht gerade. Ja, Aber mal- er hat's gut weggeschluckt. Ja, da darf ich nur 30 fahren, aber 30 ist schon ganz schön schnell, wenn du ausweichen musst. Also das ist so. Und ich habe das jetzt mal simuliert. Aber da war nichts, der kam nicht einmal an die Grenze. Hattest du immer das Gefühl, dass du ihn unter Kontrolle hattest? Sonst hätte ich es nicht gemacht, ohne Witz. Mach mal mit dem Fiat Ducato, der ist ja jetzt relativ stark beladen und geh doch mal hin und bring ihn mal ins Limit. Dann weißt du, was los ist. Bei der Fahrweise hättest du den mit dem Originalfahrwerk auf den Kopf gelegt. Sicher? Auf jeden Fall. Weißt du was, ich habe gar nicht drüber nachgedacht, Worüber? Weil du Nein. so sicher warst. weil ich so sicher war. Ich habe nämlich eben gedacht, komm, ich probiere es einfach mal. Dann machst du es einmal, dann machst du es zweimal. Du musst also nicht mehr drüber nachdenken. Du bringst eher die Reifen ans Limit, habe ich das Gefühl. Das heißt, die könnten noch breiter sein. Ja, aber das Fahrwerk schluckt es auf jeden Fall mega gut weg. Das ist auch das, was Jan vorhin gesagt hat. Dass er sagt, es ist ein komplett neues Fahren. Er fühlt sich viel, viel sicherer auf der Landstraße. In den Kurven braucht er nicht mehr runterbremsen. Auf der Autobahn kann er 150, 160 fahren. Und du merkst es gar nicht, weil der Wagen einfach sicher ist. Und beim Ausweichmanöver das Gleiche. Wie gesagt, also wenn du mit einem normalen Fahrwerk das gemacht hättest, was du gerade gemacht hast, auf jeden Fall wäre das Ding umgekippt. Oder hätte dir wäre aus der Spur gesprungen. So, ja, ich bin auf jeden Fall mal begeistert. Jetzt machen wir mal eins. Gibt es hier irgendwo einen Parkplatz, wo wir das nochmal durchführen können? Das können wir nochmal auf dem Parkplatz machen. Ja, machen wir mal einen Parkplatz, weil ich habe ein bisschen Bedenken, dass das zu wild ist. Es sah schon wild aus, oder? Es sah schon richtig wild aus, ja. Ja. Es sah schon richtig wild aus. Oder irgendwo was Öffentliches. Ist hier so ein Tierpark, oder? Nee, das ist ein Kumpel von mir, der da wohnt und der hat Spaß dran, Dammhirsche zu züchten. Boah, wie geil. So, komm, wir fahren mal weiter, dass wir das machen. I like this modification. Maybe you can try the acceleration. Ja, die Beschleunigung. Fall in love. Ja, die Beschleunigung werde ich aber garantiert nicht in der 30er-Zone probieren. Aber es ist krass, du fährst da mit 30, 35 auf ein Hindernis zu und du kannst einfach lenken. Das ist doch krass. Ja, also das Ansprechverhalten von der Lenkung ist auch ein ganz anderes, definitiv, als im normalen Fahrwerk, mit dem normalen Fahrwerk, mit den normalen Reifen, was natürlich auch der Fall ist. Jetzt müssen wir hier einmal die Warnleuchte ausmachen. Was du normalerweise auch hast beim Ducato, der kommt ja in 17 Zoll Rädern und hat dann den extrem hohen Reifen drauf, der dann zwangsläufig auf 5 Bar aufgeblasen werden muss, weil wenn er das nicht ist und dann wankt der auf dem Reifen, also der wankt ja dann extrem hin und her, wenn du den aber auf 5 Bar aufbläst und dann ist der Komfort halt komplett hinüber. Deswegen raten wir auch, die 18 Zoller drauf zu machen, weniger Flankenhöhe auf dem Reifen. Und Jan meinte vorhin, er hätte auch wieder 5 Bar drin. Dann sage ich, nee, lass mal Luft ab, geh auf 3,5. Dann hast du den Komfort und hast trotzdem ein stabiles Fahrverhalten. Und heute Morgen ist er gekommen und war super begeistert und sagte, hey, hat einen richtigen Unterschied schon wieder gemacht, weil er jetzt über Kanaldeckel oder so wesentlich leiser drüber fährt. Das sollte man auf jeden Fall auch machen. Also ich krieg ein sicheres Fahrzeug. Die Sicherheit ist, glaube ich, das Thema Nummer 1. Auch ganz entscheidend im Winter, glaube ich. Absolut. Also gerade wenn die Straßenbedingungen etwas schlechter sind. Und ich kann es nur immer wieder wiederholen, dass die originalen Fahrwerke einfach dafür nicht ausgelegt sind. Jetzt kommen wir hier nicht durch. Müssen wir hier ausweichen. Wir haben noch ein Allrad. Nee, haben wir nicht. Ich habe es eben getestet. Die 203 PS auf die Vorderräder, die kriegst du sofort zum Durchdrehen. Das macht so Spaß. It's very funny because the front tires, they cannot handle the power. I do think so. Yeah, a little bit because was heißt denn durchdrehen? I turn through with, you know. Yeah, okay, but I think that this is not exactly how you use motorhome. Usually you need safety overtaking
and overtaking goes on third gear, fourth gear, from 60 to 100, 120. What do you need? So usually you not start as a sport car on the traffic lights, then goes green, and you start like hell, you know. Ja, er hat gesagt, ich war vollkommen arschig zu dem Auto. Ich habe es also angefahren, sowas macht man mit dem Wohnmobil nicht. Viel wichtiger ist die Beschleunigung zwischen 80 und 120, wenn man überholt, dass man da die Power hat. Und da bringt man das Auto natürlich auch nicht zum Durchdrehen. Das, was wir gemacht haben, so ein Kavalierstart, ich glaube, das war jetzt nur mal zu Testzwecken. Er hat ja auch nicht wirklich durchgedreht. Ja. Nee, also er hat nicht wirklich durchgedreht. Was Jan aber natürlich gesagt hat, klar, dass auch die zusätzlichen 60 PS zum Fahrkomfort beitragen, weil du halt einfach einmal wieder überholen kannst. Auf der Autobahn bist du sicherer. Du kannst dich ruhig unterhalten im Fahrzeug, weil du keine Außengeräusche hast und merkst die Geschwindigkeiten nicht. Du hast einfach einen sehr, sehr viel höheren Reisekomfort. So, der Vorteil ist, du musst auch weniger schalten, weil er mehr Drehmoment hat. Genau. Cool, jetzt hast du mit der Leistungssteigerung nichts zu tun. Du machst Felgen und Fahrwerke und das Ganze abgestimmt. Wird es langsam ein bisschen bekannter, weil ihr seid ja schon seit Jahren dran. Man kennt natürlich so die Klassiker. Bei den Felgen ist es immer wieder Delta 4x4, die kommen. Euer Design ist alternativ und die Leute stehen total drauf. Also ich habe, mal kurz überlegen, wo habe ich es gesehen? Bei einem ostdeutschen Ausbauer, einem Edelausbauer. Most Vanted, glaube ich, hat eure Felgen drauf. Genau, also wir geben uns nicht damit zufrieden, in eine flache Scheibe ein paar Löcher reinzumachen, sondern wir haben eine Konkavität in der Felge. Wir haben den Außenring mit dran, sehr viel optische Details. Dann außen nochmal den Felgenrand, sodass wir wirklich eine 3D-Felge haben, die das komplette Rathaus ausfüllt und immer kombiniert eben mit dem funktionalen Hintergrund, dass wenn man All-Terrain fährt, wofür die Felge ausgelegt ist, dass der Anfahrschutzring dafür auch ausgelegt ist und austauschbar ist aus Schmiedealuminium, was ja nochmal wesentlich stabiler ist als das Gussaluminium, sodass wir hier dann immer wirklich auch die Funktionalität haben. So die Höherlegung 4 cm. Oder? Korrekt? Höherlegung haben wir 4 cm bei dem Fahrwerk, genau. So, das ist im Alltag natürlich noch gerade so, dass es kein Problem macht. Es gibt, glaube ich, eine Grenze. Du musst ab einer gewissen Zentimeteranzahl muss alles neu per Einzelabnahme abgenommen werden. Das hier ist noch die Grenze, das geht noch, oder? Wir haben für alles TÜV-Gutachten. Jetzt wird die Straße auch richtig unangenehm Ich habe hier. es gerade gemerkt. Und trotzdem nimmt das Fahrwerk die Schläge auf. Das ist echt sehr, sehr cool. Wir haben für alles Teilegutachten, also überhaupt kein Problem. Wir bewegen uns auch immer im TÜV-Bereich, sodass der Kunde da keine Probleme hat. Genau, also alles legal. Wir machen hier keine Spielchen. Nicht nur höher legen, um höher zu sein, sondern immer für die Alltagstauglichkeit. So, das sieht doch gut aus hier. So, ein bisschen Platz. Wow. Ist ein bisschen schmal hier. Ne? Bisschen schmal. Aber weißt du was? Im Grunde genommen haben wir alles gezeigt. Gerade eben das werden wir irgendwie einbauen. Wie ist dein Eindruck? Ich bin total geflasht, weil du kennst das ja mit dem Luftfahrwerk, kannst es nicht vergleichen, weil einfach das Luftfahrwerk, ich glaube, nicht diese Dynamik hat, die das Fahrwerk hier hat. Also ich hatte ja mal auf einem Affinity hatte ich ein polnisches Luftfahrwerk drauf, das war okay, aber das hatte eigentlich nur den Grund, um die Ladung so ein bisschen anzupassen. Aber so diese Sportlichkeit, die wir jetzt haben, ein Sportfahrwerk auf einem Ducato, und du sagst, es geht bei jedem, auch bei dem Maxi. Genau, ja. Solange es ein Euro-Chassis ist und dann passt das Fahrwerk. Wir haben hinten ja auch nochmal eine Coilfeder zusätzlich. Also die Autos werden ja mit einer Blattfeder ausgeliefert. Wir haben nochmal eine Coilfeder, die extra nochmal 300 Kilo zusätzlich kompensiert. Also genau für den Anwendungsbereich, wenn man eben schwere Ausbauten hat und die Fahrzeuge sehr viel wiegen, dass wir da auch die Sicherheit dann auf die Straße kriegen. Sehr schön. Ja, I'm really impressed about the power. Nice to hear. Yeah. We tested the acceleration from 80 to 120. Yeah. And in original settings it was 17.2 seconds. Yeah. And with tuning kit it was 10.2. So 41% less. Also hat gemeint, also von 80 auf 120 statt 17 Sekunden 10 Sekunden. Das ist doch krass. 10 Sekunden, das sind 40% weniger mit einer fahrenden Schrankwand. Überleg mal. Es
Ist gut. Auf jeden Fall. How is the work together with here the company with Twin Monotube? We cooperate in English language, Yeah. so it's easy for both of us. And yeah, it's nice to cooperate with them. Only the case in the last few years in this automotive branch is that some parts has longer delivery times. This is only what we are chasing with, but it's not only us. I suppose that it's everyone. Ich übersetze mal, hat gemeint, du bist total klasse, er würde dich sofort heiraten. Aber die Lieferzeiten sind ein bisschen lang gewesen. Aber das hatten alle, oder? Das hatten alle, das war in der Industrie so. Habe ich mir jetzt aber auch zum Ziel genommen, für 2023 daran zu arbeiten. Wir haben jetzt bei den Felgen haben wir den Lieferanten geändert. Wir sind auf einen renommierten deutschen Erstausrüster gegangen, sodass wir ab Ende des Jahres dann wirklich kürzere Lieferzeiten haben und innerhalb von 6 Wochen dann Nachbestellungen machen können, sodass wir mit allen Artikeln immer lieferfähig sind. Also da machen wir jetzt einen sehr, sehr großen Schritt mit dem Projekt. So, komm mal raus. Bitte, machen Abmoderation. Und gute Nachricht, wir werden hier ganz viel schneiden bei dem Video. Denn ich muss mir da noch ein paar Sachen überlegen, aber wir werden schneiden. Denn wir müssen unbedingt ein paar Sachen nach vorne bringen. Also so von der Anordnung vom Video her haben wir jetzt ganz viel Rohmaterial geschnitten. Es ist nicht nur die Optik, er hat aus diesem Pössl, which is a little bit conservative, the car when it's coming from the factory. If Now- you compare it how it looked before and how it looks now, it's totally different car. What can we talk about the whole mod here? Is it about 10,000 euro here with the Approximately, yes, approximately around 10,000 euro. also mit der Folie, mit allem drum und dran? Also the locks you can do? Jan did it somewhere else. We are not doing locks. So, ich zeige es mal gerade. Hier vorne habe ich nämlich noch gesehen, war eine nette kleine Modifikation drin. Die ist hier drin. Nämlich noch ein Heo-Safe mit eingebaut, direkt in der Tür. Die Profis kennen das. Das heißt, die Tür kriegst du nicht auf. Und hier vorne ist noch ein Safe drauf. Ja, Heos. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin total verwirrt hier. Also von dem Fahrwerk. Ich habe schon so viel Ducatos gefahren, die alle eigentlich total cool aussehen, die man eigentlich dann eher tiefer legt, die dann straffer werden. Aber ihr habt den höher gelegt und der ist straff. Trotz Höherlegung, besserer Fahrkomfort, das war unser Ziel bei der Entwicklung des Fahrwerks. Und ich glaube, wir haben einen ganz, ganz guten Job gemacht. Ist richtig gut. Also das Fahrwerk mit der Tonnage, ich bin begeistert. Ja, wenn ihr sowas haben möchtet, geht auf die Seite Twin Monotube Project. Das ist übrigens die längste Seite der Welt. Also ihr habt einen One-Pager gemacht, der ist irgendwie so 5 Kilometer lang, kann das sein? Ja, genau. Die Absicht davon war, dass man alle Produkte sieht, die wir anbieten, sodass der Kunde da einen Überblick hat. So, Twin Monotube Project. Ich zeig's mal gerade, vielleicht sind wir irgendwo gerade. Da vorne können wir es sehen. Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Ich bin noch begeistert. Heute haben wir den 23. Juni 2023. Wir sind in Hauenstein und das Ganze kriegt ihr bei jedem Twin Monotube Project Fachhändler. Diesmal ein Fiat Ducato. Ich habe nämlich zu dir gesagt, ja, der VW-Bus, das ist zwar nett, aber da macht ja jeder irgendwas, aber beim Fiat Ducato gibt es nicht so viele Fahrwerke. Es gibt in der Tat kein vergleichbares Fahrwerk, was die Performance bringt aus meiner Erfahrung heraus. Meistens, wie gesagt, werden sie, wenn sie modifiziert werden, mit einem Luftfahrwerk modifiziert. Aber du hast ja selbst gesagt, du bist selbst eins gefahren und das ist das, was wir unterstreichen können, dass ein Luftfahrwerk auf den Luftblasebalgs ist und dann hast du immer das Problem, dass es anfällig ist gegenüber Korrosion an den Kontaktstellen. Du hast das Problem, dass du den Kompressor unterbringen musst, du hast die Elektronik drin. Wenn dir es mal kaputt geht, dann stehst du irgendwo in Sardinien, wo wir die Leute schon abgeholt haben. Und das ist alles, also in unseren Augen einfach nicht zielführend für den Einsatzbereich. Wenn ich so ein Fahrzeug habe und dann brauche ich etwas, was funktioniert, was stabil ist
und was nicht so wartungsintensiv ist. Und da ist es immer gut, die Elektronik rauszuhalten. Auflastung, großes Thema. Also viele bauen sich ja neue Fahrwerke wegen der Auflastung ein. Kann man Fahrwerke bei euch bekommen mit Auflastung? Wir haben vorne schon eine höhere Auflastung. Also Auflastung ist ja nicht nur Fahrwerk, aber das Fahrwerk kann hat vorne eine höhere Achslast. Hinten sind wir dann an die reguläre Achslast gebunden. Und in Kombination die beiden kriegen wir eigentlich alles unter. Also bisher war noch kein Ausbau dabei, den wir mit unserer Achslast nicht hätten getüft bekommen. So, also informiert euch. Hier übrigens ein Gastank drin. Ganz interessant. Oder eine auftankbare Gasflasche als Detail. Ja, vielen, vielen Dank. Thank you so much that you came from Prague to see me. Our pleasure. And maybe I come to you in October. It will be nice because Florian is thinking to join us as well. So maybe it should be a nice trip and enjoy the hospitality of Prague. And So, ihr habt es gesehen. Power 203 PS. And the name of your company, if someone is from Czech or from BSR as a logo BSR in Prague. type is on here. When you type on the search window BSR, you will find us. Thank you. Bye bye.